Herr Kramer hat einen Pflegeantrag gestellt. Um den entsprechenden Pflegegrad zu ermitteln, bewertet unser Gutachter, inwieweit Herr Kramer eingeschränkt ist. Er betrachtet dazu 6 verschiedene Lebensbereiche und vergibt Punkte. Je stärker Herr Kramer beeinträchtigt ist, desto mehr Punkte erhält er. In Modul 1, dem ersten Bereich, geht es um seine Mobilität. Das bedeutet, dass in diesem Modul ausschließlich die körperlichen Fähigkeiten bewertet werden. Psychische oder kognitive Defizite, wie beispielsweise eine Demenz, fließen nicht mit ein. Es ist also nicht wichtig, ob Herr Kramer weiß, wohin er sich bewegt. Es geht nur darum, ob er dabei wegen Sturzgefahr Unterstützung benötigt. Ein Beispiel. Herr Kramer ist zwar desorientiert, aber noch gut zu Fuß. In Modul 1, Mobilität, erhält er deshalb keine Punkte. Seine Tochter Mona wundert sich. Wie kann das sein? Schließlich muss sie auf ihren verwirrten Vater rund um die Uhr aufpassen, da er sich nirgendwo mehr zurechtfindet. Ein enormer Pflegeaufwand, der nicht berücksichtigt wird? Doch unser Gutachter kann sie beruhigen. Genau diese Auffälligkeiten werden in den Modulen 2 und 3 betrachtet und entsprechend berücksichtigt. Dadurch erhält der desorientierte, aber mobile Herr Kramer in der Summe vergleichbar viele Punkte wie beispielsweise Frau Koch. Sie ist geistig noch klar, aber körperlich stark geschwächt und kann sich deshalb nur noch mit erheblicher Hilfe ihres Sohnes fortbewegen. Frau Koch ist beim Gehen also überwiegend unselbstständig und bekommt entsprechend viele Punkte. In den Modulen 2 und 3 erhält sie jedoch keine Punkte, da sie weder verwirrt noch verhaltensauffällig ist. Das Begutachtungsinstrument erfasst den Menschen somit ganzheitlich, egal ob körperlich oder kognitiv eingeschränkt. Darum spielt zum Beispiel auch die individuelle Wohnsituation bei der Bewertung keine Rolle. Angenommen, Frau Koch und Herr Kramer sind jetzt beide auf einen Rollstuhl angewiesen und könnten nur mit fremder Hilfe Treppen steigen. Während Herr Kramer in einem mehrstöckigen Haus wohnt, lebt Frau Koch in einer ebenerdigen Wohnung ohne Treppen. Dennoch erhält sie in Modul 1 beim Kriterium Treppensteigen gleich viele Punkte wie Herr Kramer. Denn die konkrete Wohnsituation spielt bei der Ermittlung von Pflegebedürftigkeit keine Rolle. Schließlich kann Frau Koch aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigungen nicht mehr selbstständig Treppen steigen. Egal, ob in ihrer Wohnung tatsächlich Stufen vorhanden sind oder nicht. Um die Selbstständigkeit zu beurteilen, wird der Einsatz von Hilfsmitteln von unserem Gutachter von Beginn an mitbedacht. Dabei ist es unerheblich, ob das Hilfsmittel tatsächlich vorhanden ist oder nicht. Frau Koch könnte sich zum Beispiel mit Hilfe eines Rollators sicher in der Wohnung fortbewegen. Ihr Sohn müsste sie nicht permanent stützen. Das fließt in die Bewertung mit ein und Frau Koch wird in Modul 1 beim Gehen als selbstständig eingeordnet. Unser Gutachter empfiehlt den Rollator, damit sie sich selbstständig fortbewegen kann. Die Punkte, die Herr Kramer und Frau Koch jeweils in Modul 1 erhalten, fließen später mit einer Gewichtung von 10% in die Gesamtsumme ein.